Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, eurer Baba Yaga. Ich zeige euch jetzt Design-Tipps und Ideen, um eure Insel zu gestalten. Mein erster Tipp startet mit einer Stelle auf meiner Insel, die ich zwar natürlich haben möchte, die ich aber nicht überwuchern lassen möchte. Also weder, dass die Blumen sich da klonen, noch dass sich das Unkraut weiter verbreitet. Dafür habe ich jetzt hier die Stelle ausgewählt. Die möchte ich eigentlich genauso haben, wie sie gerade ist. Plus dieses Stückchen Unkraut da vorne, das soll halt hochwachsen bis ins größte Stadium, was es von dem Unkraut gibt. Dafür müsst ihr das Unkraut übrigens einfach wässern oder auf Regen warten und dann wächst das von alleine. Auf jeden Fall möchte ich die Stelle genauso haben. Ich möchte nicht, dass sich die Tulpen oder die Kosmeen weiter verbreiten oder auch, dass das Unkraut sich weiter ausbreitet. Und für diesen Tipp nehme ich einfach ein Design. Es ist eigentlich ganz egal, welches ihr nehmt. Ich habe mir extra eins vorbereitet, bei dem ich halt weiß, wofür das gedacht ist. Das verteile ich jetzt überall an den Stellen, wo ich nicht möchte, dass da irgendwie was hinwächst. Also eigentlich braucht ihr das nur an den Stellen neben den Pflanzen. Aber ihr könnt das einfach überall auf der Insel verteilen, wo ihr einfach nicht wollt, dass da was hinwächst oder dass da auch ein Stein spawnt oder vielleicht auch so eine Maulwurfsgrille. Damit blockt ihr das alles ab. An den anderen Stellen ist alles schon komplett quasi geblockt. Also da sind die Blumen, die Bäume, der Zaun, das Fahrrad. An den Stellen wird auch nichts wachsen. Ich werde dieses Design überall auf meiner Insel verteilen, wo ich halt nichts wachsen haben möchte. Und um diesen Trick einfach jetzt zu vervollständigen, müsst ihr dann einfach in eurer Designs-App auf das entsprechende Design gehen, das Alles ausfüllen Tool wählen, die durchsichtige Farbe, alles füllen und das speichern. Und überall auf eurer Insel, wo ihr dieses Design ausgelegt habt, wird das jetzt durchsichtig werden und man sieht nicht, dass da was ist, aber an den Stellen kann auf jeden Fall nichts wachsen und das heißt, diese Stelle wird für immer so aussehen, beziehungsweise das Unkraut muss noch wachsen. Aber wenn das gewachsen ist und das halt auf der letzten Phase des Wachstums ist, dann wird das genau so die ganze Zeit bleiben, ohne dass sich da irgendetwas verändert. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das gleiche mit Custom Designs zu machen, von Blumen oder von Kleeblättern, je nachdem, was euch gefällt. Da findet ihr ganz viele tolle Sachen im Internet oder könnt die auch selber designen. Wenn ihr die an die entsprechenden Stellen setzt, werden sich die Blumen auch nicht klonen und das Unkraut auch nicht vermehren. Und wenn euch das zu viel ist, das eine Design überall zu verteilen, könnt ihr die anderen Spots dann auch mit dem durchsichtigen Design füllen. Wenn euch meine Designs, zum Beispiel die Kleeblätter oder auch die Gänseblümchen interessieren, dann seht ihr hier unten links meine Ersteller-ID. Dort findet ihr alle Designs, die ich hochgeladen habe. Auch zum Beispiel meine Sommersprossen oder Augenbrauen, die ich euch auf meinem Kanal gezeigt habe. Da findet ihr auf jeden Fall meine Designs und könnt sie euch auch runterladen. Und wo wir gerade schon bei Custom Designs sind, seht ihr einmal hier die Designs von dieser Erstellerin. Das sind nämlich einmal so Gitterfenster, die ihr zum Beispiel dafür verwenden könnt, um Verkaufsstände umzugestalten und dann so Gartenshops zum Beispiel auf eurer Insel zu dekorieren. Ihr könnt mit den Gitterfenstern aber auch die Zwischenwände umgestalten. Die Zwischenwände gibt es in verschiedenen Farben, in weiß, in dunkelbraun, in hellbraun. Und wenn ihr die Gitterfenster nehmt und die Zwischenwand in der richtigen Farbe habt, dann sieht das auf jeden Fall richtig gut aus. Also bei den dunklen Zwischenwänden, da habe ich noch keine dunklen Rahmen. Da muss ich warten, bis ich das Item finde. Aber für die weißen Gitterfenster habe ich auf jeden Fall schon die richtigen Zwischenwände. Und wenn ihr dann die Zwischenwände umgestaltet und euch das in den Garten stellt oder auf eurer Insel verteilt und davor Blumen pflanzt, dann sieht das auf jeden Fall aus wie in manchen Gärten, wie man das kennt, dass man auch dort diese Gitterfenster hat, zum Beispiel bei Terrassenüberdachungen oder auch als Gartenzaun. Und das ist auf jeden Fall auch eine richtig coole Idee, um seine Insel zu gestalten. Die Idee kann man auch ähnlich mit dem Gitterzaun umsetzen. Dafür nehmt ihr auch einfach Blumen, die ihr möchtet. Also ich finde, Rosen passen am besten und setzt dann einfach hinter die Blume ein einzelnes Stück von dem Gitterzaun hin. Dann sieht das halt auch aus wie so ein Gitterfenster, an dem dann die Rosen hochwachsen sollen. Als kleiner Akzent sieht das in Gärten auch auf jeden Fall mega schön aus. Für den nächsten Tipp geht es auch direkt mit dem Gitterzaun weiter. Also stellt euch vor, ihr habt irgendwo so einen Zaun oder eine Hecke und euren Garten. Dafür habe ich jetzt halt die Blümchen dahin gepflanzt und wollt das nochmal so ein bisschen interessanter gestalten. Und da könnt ihr dann einfach an eine Stelle
ein Stück von dem Zaun, den ihr verwendet habt, ein Stück von dem Gitterzaun hinsetzen und dann sieht das einfach aus wie ein Gartentürchen. Also wenn man da nicht unbedingt durchlaufen muss, dann finde ich, ist das auf jeden Fall sehr schön, so als kleines Dekotürchen. Wenn ihr jetzt aber eine Stelle habt, wo ihr durchgehen möchtet, könnt ihr auch trotzdem so etwas Gartentormäßiges euch da hinsetzen. Und zwar geht das bei einem 2 oder 3 breiten Zaun auch ganz gut. Dafür nehmt ihr auch einfach wieder den Gitterzaun und setzt das an die äußeren Enden, also bei einem 3 breiten Stück links und rechts und bei einem 2 breiten Stück nur auf eine Seite. Und dann sieht das auch aus wie ein offenes Gartentor. Meiner Meinung nach sieht das mit vielen Zäunen schön aus. Ich zeige euch das hier auch nochmal ganz kurz mit dem Standard-Holzzaun, aber probiert einfach aus, was euch am besten gefällt. Um mich herum seht ihr ja ganz normal den Heckenzaun. Man kann natürlich auch die normalen Büsche als Zaun verwenden. Also quasi so, wie ich den Heckenzaun um mich herum aufgestellt habe, könnt ihr das gleiche auch mit den Büschen machen. Das an sich ist ja auch schon wunderschön und ich bin so froh, dass wir die Büsche haben. Da habe ich echt schon lange drauf gewartet. Mir hat das echt gefehlt beim Design meiner Insel. Und das ist halt schön, weil man damit Bereiche abgrenzen kann, aber weil man vor allen Dingen damit auch den Weg blockieren kann. Also man kann da dann halt einfach nicht durchlaufen. Ich denke mal, das ist nichts Neues für euch. Die Hecken und die Büsche sind an sich natürlich auch schon so sehr schön. Was ich aber empfehlen würde, wäre mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Zum Beispiel mache ich das jetzt hier mit dem Standardholzzaun, dass ich den noch vor die Hecke stelle. Ihr könnt das dann mit den Blumen machen oder ohne Blumen. Und dadurch sieht das meiner Meinung nach nochmal irgendwie so ein bisschen detaillierter aus. Das gleiche zeige ich euch auch hier nochmal mit den Büschen, nur dass ich das dahinter stelle. Dadurch, wenn man dann davor vorbeiläuft, sieht das Ganze irgendwie mal noch so ein bisschen, ja, wie gesagt, detaillierter aus, so ein bisschen mehr Tiefe hat das dann und ich finde, das sieht dann, wie gesagt, nochmal so schöner aus. Das könnt ihr als Gartenumrandungen machen oder an Wegen, deswegen habe ich jetzt hier beispielsweise so ein bisschen Weg ausgelegt, ja, und dann halt als Wegrand, dann davor vielleicht noch eine Blumenreihe oder auch nicht, so wie euch das am besten gefällt. Ich zeige euch dann nochmal hier, wie ich das auch umgesetzt habe. Zum Beispiel hier bei der Schneiderei habe ich einmal die Hecke, die neben dem Haus ist und davor habe ich dann nochmal den Zaun gesetzt und noch mit den Blumen ein bisschen dekoriert und dadurch hat alles einfach viel mehr Tiefe. Hier habe ich auch nochmal versucht, mit den verschiedenen Ebenen mehr Tiefe reinzubringen. Ich habe auf der einen Seite verschiedene Büsche verwendet, damit halt zu verschiedenen Jahreszeiten da auch Blüten sind. Dann habe ich noch ein paar Blumen genommen und dann dahinter noch den Standardholzzaun gesetzt, damit das dann halt so ist wie das, was ich euch eben gezeigt habe. Und das will ich dann halt an verschiedenen Wegen langziehen. Kann man auch verschieden umsetzen und meiner Meinung nach ist das, wie gesagt, nochmal so ein bisschen schöner und bringt nochmal mehr Tiefe rein. Und eine weitere Sache, die ich sehr mag und sehr schön finde, ist es auch nicht nur mit den verschiedenen Ebenen zu spielen, sondern auch mit verschiedenen Zäunen, verschiedenen Büschen, verschiedenen Blumen. Da habe ich einmal das hier erstellt, das ist bei mir ganz oben hinten sozusagen die Dekoration und dafür habe ich halt einmal den Bretterzaun verwendet, dann den roten Asienzaun da, die verschiedenen Büsche und die verschiedenen Tulpen da platziert. Und meiner Meinung nach sieht das halt sehr schön aus. Auch die Zäune, die passen irgendwie voll gut zusammen. Das sieht irgendwie aus, als würde das so zusammengehören. Da sind keine komischen Lücken dazwischen. Und wenn ihr euch da so ein bisschen ausprobiert, verschiedene Sachen euch hinstellt und guckt, was am besten zu eurer Stadt passt und was ihr am schönsten findet, könnt ihr halt, wie ich das ja gerade eben schon ein paar Mal gesagt habe, wirklich nochmal mehr Tiefe, mehr Charakter in die Stadt bringen. Und das sieht alles nochmal viel schöner und liebevoller gestaltet aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, euch neue Ideen und Inspirationen geben. Wenn ihr Bock drauf habt, dann kann ich gerne noch mehr Teile filmen und euch noch mehr Sachen zeigen, wie ihr eure Insel besser gestalten könnt. Lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das positiv war und dann werde ich auf jeden Fall noch einen weiteren Teil drehen. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, da habe ich noch viele weitere interessantere Videos über Amiibo-Karten, Inseltouren, ein Let's Play ganz vom Anfang, also verschiedene Sachen. Schaut da gerne vorbei, lasst mich wissen, wie ihr die Videos findet, damit ich mich immer wieder verbessern kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem anderen Video wiedersehen.